Aber Filme und Serien sind gestoppt, nur Batman und Harry Potter kämpfen weiter. Was das heißt und was überhaupt wird, das verraten wir euch gleich in den FLIPPS News. Die Themen der Woche. The Rock rockt den Dschungel. Pixar wird beseelt. Black Widow kehrt heim. Ist das Internet bald überfordert? Ist als Serie E3 abgesagt. Sony Games kommen für PC und COD goes Fortnite. FLIPPS wird im März unterstützt von unseren FLIPPS Guardians. Dark System, Der Dwarslöper, Mitschek Torte, Nanoska, GAC 1708, Heimlicher.official, Srasot, Silko Pilasch, Toni Barth, Akoya, Alter I und Wir, Luca Kamens, Anja Scholz, Daniel Schuh, Derby, JFK Faker, T-Unit CB, Sterntor 1 und Swafnirson. Ein großer Dank geht auch an unsere FLIPPS Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. FLIPPS wird diese Woche unterstützt von Raid Shadow Legends. Genau, das ist das düstere RPG-Fantasy-Spiel mit dem schicken Look, das ihr mobil oder auch am PC zocken könnt. Die Grafik finde ich wirklich cool und liebevoll animiert. Jede Figur bekommt so ihren ganz eigenen Charakter. Mein derzeitiger Favorit ist übrigens Jotun, der coole Barbar, und ihr findet mich im Spiel unter meinem Nickname Maniac Mind. Raid Shadow Legends ist kostenlos und ganz einfach installiert. Ein kleiner Download, ruckzuck registrieren und ab geht's in die Fantasy-Welt Teleria. Mit den vielen verschiedenen Kampagnen und Figuren macht das Spielen gleich doppelt Spaß. Und was echt nice ist, ihr könnt problemlos vom Computer zum Smartphone hin und her wechseln und so überall spielen, wo ihr gerade seid. Außerdem ist jetzt der mit Spannung erwartete Battle Pass aktiviert. Staffel 1 ist live und ihr könnt fantastische Belohnungen gewinnen. Dazu gehören kostenlose Energienachfüllungen, Edelsteine, verbesserte Artefaktsets und neue epische und legendäre Champions, wenn ihr die täglichen und wöchentlichen Herausforderungen erfüllt. Holt euch Raid Shadow Legends mit dem Link unten in der Videobeschreibung und bekommt 100.000 Silbergeld plus den seltenen Champion Crumbler als Startgoodie dazu. Macht mit und vielleicht sehen wir uns ja bald bei Raid Shadow Legends. Ja, fangen wir doch erstmal mit etwas Lustigem an. Disney präsentierte diese Woche den zweiten Trailer zu Dwayne Johnson und Emily Blunts Jungle Cruise, was auf den ersten Blick aussieht wie Indiana Jones trifft African Queen. Und ja, Johnson wurde wirklich sehr auf Bogart zurechtgemacht, ist nach dem Trailer zu urteilen aber eher im Geiste seiner erfolgreichen Jumanji-Filme zu sehen, die ja ebenfalls auf Hawaii gedreht werden und ebenfalls zur Hälfte aus CGI-Bildern bestehen. Denn so richtig echt ist den Jungle Cruise, der ja auf dem gleichnamigen Disney-Vergnügungspark-Ride basiert, auch nichts. Das Ganze wirkt etwas klamaukig, aber der bewährte Charme von Johnson, der mal wieder sich selbst spielt, wird es vermutlich auch diesmal wieder zu solider Unterhaltung werden lassen. Er scheint ja generell in jedem Film mitzuspielen, der irgendwie mit Abenteuer im Dschungel zu tun hat. Angefangen bei Welcome to the Jungle, die Reise zur geheimnisvollen Insel, über Teile von Rampage zu Jumanji 1 und 2 und demnächst spielt er dann auch noch einen hawaiianischen König. Mir war der Trailer zu Jungle Cruise fast etwas zu klamaukig, aber hey, diese Woche freuen wir uns mal über alles, was einfach nur unterhalten will. Und das geht auch für den ersten richtig ausführlichen Trailer von Pixars zweiten Film des Jahres. Gerade ist ja Onward gestartet und läuft für einen Pixar-Film deutlich schlechter als erwartet. Selbst verglichen mit anderen Nicht-Franchise-Filmen von Pixar wie Alles steht Kopf und Coco ist er nicht nur schlechter gestartet, sondern auch schneller eingebrochen, was aber auch an der aktuellen Lage liegt. Deswegen wird es sehr interessant, wie Pixar mit seinem zweiten Film, der noch für den Sommer geplant ist, ankommen wird. Der Trailer für Soul verspricht eine sehr coole Story. Ein Lehrer, der von einer Karriere als Jazzmusiker träumt, landet nach einem dummen Unfall im Himmel, versucht dort aber zu flüchten und kommt statt im Jenseits in die Abteilung, in der neue Seelen für die Geburt vorbereitet werden. Das erinnert etwas an eine Mischung aus Alles steht Kopf und dem allen Warren Beatty-Film Der Himmel kann warten und könnte auch wegen des smoothen Jazz-Soundtracks sehr, sehr schön werden. Ach ja, und im Original sprechen Jamie Foxx und Tina Fey die Hauptrollen, was ja auch ziemlich nice ist. Freut ihr euch auf Soul? Seid ihr gespannt drauf? Und wart ihr eigentlich schon in Onward oder wartet ihr dann doch, bis das Ganze im Stream kommt? Sagt es uns. Und noch ein Trailer kam raus, und zwar der finale Trailer für Black Widow, der uns etwas mehr verriet, was wir erwarten können vom ersten Film der MCU Phase 4, auch wenn es ja ein Prequel ist. Wir sehen, dass Natascha nach den Ereignissen von Civil War in Russland ihre quasi Familie wieder trifft, Jelena Belova und den Red Guardian. Erfahren von ihrer Vergangenheit, wie sie im Red Room zusammen mit anderen ausgebildet wurde, die aber wohl mittlerweile vom Taskmaster angeführt und kontrolliert werden. Es geht aber auch um ihr ambivalentes Verhältnis zu S.H.I.E.L.D., die nicht wissen, ob sie ihr wirklich trauen können wegen ihrer russischen Spionagevergangenheit, aber auch nach den Ereignissen von Civil War. Die Action-Szenen sehen wirklich ganz gut aus und in Ermangelung eines Bond-Films könnte uns dieser Film tatsächlich den Spy-Fix geben, den wir wollen, wenn er im Mai startet. Und ja, das wichtige Wort ist dabei wenn, denn er ist tatsächlich bisher immer noch für Mai angesetzt. Drücken wir mal die Daumen. Okay, aber jetzt mal im Ernst, was war das bitte für eine Woche? Die meisten von euch wissen ja selbst gerade, was los ist. Alles macht dicht. Kinos, Kneipen, Clubs
Filmclubs und so weiter. Und das heißt, wir haben jetzt gerade alle viel Zeit, Streaming und Mediatheken und alte Blu-rays wegzugucken, denn im Kino sieht es aktuell düster aus. Nicht nur, dass viele Städte weltweit Kinos schließen lassen wegen der Infektionswelle, auch Nachschub an neuen Filmen ist erstmal nicht in Sicht, denn angesichts der Lage haben sich viele Verleiher entschlossen, ihre teuren Blockbuster in Sicherheit zu bringen und keinen Millionenverlust zu riskieren, indem sie die Filme vor leeren Häusern zeigen oder keine Abspielstätten finden. Nachdem letzte Woche die Verschiebung des neuen Bond-Films auf November noch eine Einzelmeldung war, ging es diese Woche Schlag auf Schlag. Bei uns startete der Spion von nebenan zwar noch, in den USA wurde der Start aber auf April verschoben. Dem folgte Sony, die gleich mal Peter Hase 2, Greyhound, den Marvel-Film Morbius und das gespannt erwartete Sequel Ghostbusters Legacy einige Wochen bis teilweise 2 Monate verschoben. Dann verkündete John Krasinski, der Regisseur von A Quiet Place 2, dass sein Film auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Schon geplante Previews wurden sehr kurzfristig abgesagt. Das war aber noch nichts gegen Fast and the Furious 9, der gleich um ein komplettes Jahr springt und jetzt erst am 2. April 2021 starten soll, was eigentlich der Starttermin für Fast and the Furious 10 sein sollte, und da wohl beide nicht am selben Tag starten werden, kommt der dann wohl erst 2022. Schließlich verkündete auch Disney, dass sie den bevorstehenden Start von Mulan canceln und mit dem auch gleich den des kleineren Gruselfilms Antler und von The New Mutants, des letzten unter Fox produzierten Films im X-Men-Universum, der wohl als einer der unglücklichsten Filme der Welt angesehen werden kann. Er sollte ja eigentlich 2018 erscheinen, dann wurde er auf Februar 2019 vertagt, dann auf August 2019, dann auf April 2020 und jetzt steht er wieder ohne Starttermin da und Insider mutmaßen, er könnte irgendwann direkt online erscheinen, ohne den Umweg übers Kino. Autsch. Doch das waren ja nur die fast fertigen Filme, deren Starts jetzt weichen mussten. Denn dazu kamen haufenweise Meldungen über Drehunterbrechungen und gestoppte Pre-Productions. Am beunruhigendsten für viele von uns, Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson sind akut betroffen, was echt bitter ist. Hanks drehte gerade den Elvis Presley-Film mit Baz Luhrmann, der auch erstmal auf Eis liegt. Marvels Shang-Chi-Dreh muss pausieren, nachdem der Regisseur Destin Daniel Cretton positiv getestet wurde. Was bedeutet, der Start im Februar 2021 ist wohl auch Geschichte. Betroffen auch die Produktion vom Ariel Remake, das Kevin allein zu Haus Remake, das Peter Pan Remake und das Sequel zu Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, Shrunk. Die Produktion von Jurassic World 3 ist auch unterbrochen worden, zahlreiche andere werden sicher noch folgen, was bedeutet, die Nachwirkungen der derzeitigen Lage werden uns noch lange begleiten. Auf der anderen Seite, alle Filme, die jetzt verschoben werden, können die Verzögerung bei den neu produzierten Filmen, die jetzt pausieren müssen, vermutlich ausfüllen. Also wird es nicht so sein, dass wir die kommenden Jahre gar keine Blockbuster zu sehen bekommen, auch wenn die Verdienstausfälle die gesamte Branche hart treffen werden. Denn viele in der Film- und Medienbranche arbeiten auftragsweise und sind nicht bei den Studios fest angestellt. Das heißt, sie werden genauso wie Moderatorinnen, Schauspielerinnen, Musikerinnen, Comedians und so weiter jetzt besonders hart getroffen von den Verdienstausfällen, und auch große Produktionsfirmen müssen, wenn das Ganze länger geht, wahrscheinlich Leute entlassen. Was dann natürlich auch wieder Auswirkungen hat auf die Produktion von Filmen, Serien und Games, und wie gerade kleine Kinos die aktuelle Lage überleben werden, ist leider auch noch nicht raus. Hier ist zu hoffen, dass staatliche Hilfe auch sie vor der Pleite bewahren wird. Doch nicht alle haben die Produktion ausgesetzt. Laut Informationen des Variety-Journalisten Justin Kroll will Warner an seinen Produktionen vorerst festhalten. Das bedeutet, Matt Reeves wird seinen Batman Standalone-Film in London wie geplant weiterdrehen. Ups, nein, gerade kam die Meldung rein, die setzen jetzt auch erstmal für 2 Wochen aus, aber zumindest Matrix 4 ist bis jetzt geplant weiterzudrehen. Das läuft ja gerade in Berlin und gucken wir mal, wie lange das hält. Und der Dreh des 3. Teils von Fantastische Tierwesen, dem Harry Potter Prequel, soll wie geplant am Montag starten. Was nachvollziehbar erscheint, denn wenn der Film wirklich 2021 ins Kino kommen soll, müssen sie jetzt langsam mal loslegen. Und nach der sehr durchwachsenen Reaktion von Kritikern und Fans auf Teil 2, der ja schon 2018 rauskam, wurde der Dreh ja schon einmal verschoben, wohl auch um ein besseres Drehbuch zu zimmern. Schon jetzt scheint das Interesse am Franchise abzuflauen, und wenn Warner noch länger wartet, wird es kritisch für Newt Scamander und Gellert Grindelwald. Positiv allerdings, immerhin wird es beim nächsten Film wohl keine Diskussion um Johnny Depp mehr geben, nachdem der die Vorwürfe gegen ihn ja kürzlich recht wirkungsvoll entkräften konnte. Auch ansonsten geht's bei Warner wie geplant weiter. Die Drehstarts von Black Adam und Aquaman 2 im August sind bisher wohl nicht gefährdet, und auch Sony's Spider-Man 3 mit Tom Holland soll wie geplant starten. Wie das mit dem viel verschobenen Uncharted-Film aussieht, dessen Drehstart für diesen Monat angesetzt war,
wissen wir allerdings nicht. Also ja, wir werden auf eine Menge Filme länger warten müssen und viele Insider gehen davon aus, dass auch Black Widow nicht wie geplant startet, sondern auf den Termin der Eternals weichen muss und sich dann alle kommenden Termine entsprechend verschieben werden. Aber dennoch müssen wir uns keine Sorgen machen, auch in Zukunft noch große Filme auf der großen Leinwand erleben zu können. Bis dahin erfreuen wir uns doch einfach an kleinen Dingen wie James Gunns Video, das uns zeigt, wie er selbst die Animationsvorlage für den tanzenden Baby Groot performt hat. Gleich sagen wir euch, ob ihr in Zukunft wenigstens weiter streamen könnt und worauf ihr euch bei Games freuen dürft. Doch erstmal die Serien. Das Unangenehme zuerst. Natürlich geht die weltweite Lage auch an den Serien- und Fernsehproduzenten nicht spurlos vorbei. In den USA haben die meisten Late-Night-Shows die Produktion eingestellt, andere verzichten auf Live-Publikum. Und auch Serienfans müssen tapfer sein, der Nachschub wird sich auch hier verzögern. Disney-Plus-Fans freuten sich ja letzte Woche noch, dass es erste Bilder der Loki-Serie gab, die uns unter anderem verrieten, dass Lady Loki eine Rolle spielen wird. Comic-Fans wissen, Lady Loki ist keine Neubesetzung der Rolle, sondern ist unser bekannter Loki, der einen weiblichen Körper übernommen hat, der eigentlich für Lady Sif gedacht war. Es könnte allerdings sein, dass die Serie das verändert und Lady Loki als eigene Figur etabliert wird, eventuell auch als Fallback für eine zweite Season, falls Tom Hiddleston da nicht mehr mitmachen würde. Es ist aber zu befürchten, dass auch die Produktion unterbrochen wird, genau wie die von Falcon and Winter Soldier, deren Dreh in Prag bereits gestoppt wurde. Whoops, und schon ist es passiert. Die Dreharbeiten zu Loki und WandaVision sind eingestellt. Was wir besonders bedauern, auch Stranger Things musste den Dreh zur sehnlichst erwarteten 4. Staffel unterbrechen. Was heißt, dieses Jahr wird es garantiert nichts mehr mit dem Upside Down. Tapfer sein müssen auch die Fans von Supernatural. Die letzte Staffel verzögert sich ebenfalls, genau wie Snowpiercer, Fargo, Fear of the Walking Dead, Batwoman, Grey's Anatomy, Carnival Row, alle Navy CIS-Serien, Supergirl und Riverdale und noch viele, viele andere. Ebenfalls nicht so cool. Viele Pilotfilme für neue Serien sind ebenfalls in die Pause geschickt worden. Normalerweise starten ja jeden Herbst neue Serien in der sogenannten Pilot Season. Die wird dieses Jahr deutlich dünner ausfallen. Aber hey, ihr habt sicherlich noch euren riesigen Berg der Schande an Filmen und Serien, die ihr immer schon mal gucken wolltet und zu denen ihr bisher einfach nicht gekommen seid. Dieses Jahr wird euer Jahr. Disney Plus bemüht sich zudem, die lausige Lage etwas abzufedern. Sie haben verkündet, dass in Deutschland alle T-Online-Kunden 6 Monate Disney Plus umsonst bekommen und die Eiskönigin 2 3 Monate früher als geplant in ihrem Streamingdienst verfügbar sein wird. Ob das auch für Deutschland gilt, ist noch ungewiss, aber es soll ja angeblich möglich sein, per VPN mit seinem Disney Plus Zugang auch das US-Angebot zu sehen. Habe ich gehört, irgendwo. Und auch wenn das Angebot von Disney Plus, wie wir neulich berichtet haben, schon sehr auf Kids und Family ausgerichtet ist, vielleicht ist es ja derzeit genau die perfekte Ablenkung, wenn wir einfach mal keinen Bock auf düstere und krass harte Serien haben und einfach mal gepflegt abschalten und uns einlullen lassen wollen. Und dafür ist der neue Streamingdienst zugegeben perfekt, vorausgesetzt das Internet hält dem derzeitigen Ansturm stand. Einige Experten befürchten, durch vermehrtes Homeoffice und die ansteigende Nutzung von Streamingdiensten könnte es zu Geschwindigkeitsproblemen und Ausfällen kommen, was sich hauptsächlich für Gamer bemerkbar machen könnte, die auf sehr schnelle Services angewiesen sind. Hallo Stadia. Auf Netflix, YouTube, Amazon, Disney Plus und Co. muss man sich vielleicht kurzfristig immer mal wieder mit niedriger Auflösung zufrieden geben, wenn der Ansturm zu stark wird. Aber hey, Deutschland ist ja eher eine Internetwüste und langsame Verbindungen sind wir hier ja gewohnt, was ihr nicht gerade in einer Großstadt wohnt. Aber es gibt nicht nur Negatives zu vermelden. Falls es Fans des Remakes von Die Schöne und das Biest geben sollte, Disney Plus entwickelt gerade eine Musical-Serie um die Figuren Gaston und Le Fou, die vielleicht tatsächlich gut werden könnte. Denn Le Fou war ja einer der wenigen Lichtblicke des Films und Josh Gad entwickelt die Show zusammen mit Adam Horowitz, der schon die ganz knuffige Serie Once Upon a Time produziert hat. Fans von AHS bekamen diese Woche den ersten Teaser für die kommende Staffel und nachdem es in der letzten Staffel den nostalgischen Mash-up von 80er-Jahre-Slasher-Filmen gab, sieht es fast so aus, als würden uns dieses Mal Untote erwarten oder böse Meerjungfrauen oder was ganz anderes. Und Fans von The Boys können sich hingegen sicher sein, ein neues Mitglied des zwielichtigen Superheldenteams wird Aya Cash sein, die die Heldin Stormfront spielen wird, wie Entertainment Weekly enthüllte. Und ja, das ist eine Überraschung, denn in den Comics ist Stormfront männlich und eine Mischung aus Thor und Shazam mit einer Prise Fascho drin. Und sie wird wohl jede Menge Probleme bereiten, wie Homelander-Darsteller Anthony Starr verriet. Sie kann es mit Homelander aufnehmen, kräftemäßig, was sehr spaßig werden könnte. Wir bleiben gespannt auf die zweite Season von The Boys und hoffen sehr, dass sie wie geplant im Sommer starten kann. Abgedreht ist jetzt zum Glück schon seit November. Ratet mal, was in der Games-Welt so los war. Genau, alles super und nichts wurde verschoben. Scherz. Natürlich gab es auch hier Absagen. Die größte, aber mittlerweile nicht mehr überraschende war die E3, die erstmals seit ihrem Bestehen dieses Jahr nicht stattfinden wird, wie die Macher schweren Herzens bekannt gaben.
Im kommenden Jahr soll es dann mit neuem Konzept weitergehen. Auch in Deutschland gab es Folgen. Der Netzkongress Republika und der dazugehörige Medienkongress wurden auf August verschoben und wir hoffen sehr, dass er dann stattfinden kann. Ansonsten haben natürlich auch viele Game-Hersteller ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt und verzichten auf Live-Events. Doch da ja schon fast alle großen AAA-Games in den Herbst verschoben wurden, halten sich die konkreten Folgen für Gamer hier in Grenzen. Zittern dürfen wir allerdings um den Start der neuen Konsolengeneration PS5 und Xbox Series X. Schon jetzt hat Nintendo erste Produktionsprobleme mit ihrer Switch und dem Ring Fit Zubehör, denn Teile davon werden in China produziert und das führt zu Produktionsengpässen. Wenn Sony und Microsoft wie vermutet im November ihre neuen Konsolen veröffentlichen wollen zum Weihnachtsgeschäft, dann müssten sie eigentlich spätestens im nächsten Monat mit der Produktion beginnen, wollen sie ausreichende Mengen verfügbar haben. Dass sie den Start verschieben, wird derzeit noch nicht erwartet. Es könnte allerdings gut sein, dass die verfügbaren Stückzahlen deutlich unter dem liegen, was die Kundschaft gerne kaufen würde. Und vielleicht könnte es sich ja als taktisch klug erweisen, dass sich Sony noch sehr bedeckt gehalten hat mit konkreten Informationen zur Konsole und zum Release. Aber auf jeden Fall, wenn ihr eine haben wollt, lohnt es sich vielleicht vorzubestellen. Aber auch hier etwas Positives. Sony überraschte diese Woche mit der News, dass der viel gefeierte PlayStation Exclusive-Titel Horizon Zero Dawn im Sommer auch auf dem PC erscheinen wird, was wirklich aufhorchen lässt und die Frage aufwirft, ob Sony generell seine bisher strenge Exclusive-Haltung aufgibt und dann auch Titel wie Last of Us, Spider-Man oder God of War für PC rauskommen könnten. Das wollte Sony Entertainment Worldwide-Chef Herman Hulse allerdings nicht bestätigen. Ein Spiel für PC rauszubringen bedeutet nicht, dass wir das mit allen Games machen werden, sagt er. Horizon Zero Dawn passe einfach sehr gut für PCs, aber auch in Zukunft werden wir hauptsächlich auf unsere eigene Hardware, also die PlayStation, setzen. Letzte Woche war ja der Mario Day, der 10. März, und der wird von Nintendo ja immer genutzt, um ihre Maskottchen zu bewerben. Wir hatten dazu ja gefragt, ob ihr euch eher Mario oder Luigi nahe fühlt, und erstaunlicherweise gab es genau 50-50 Aufteilung, also die Hälfte von euch ist Mario, die andere Luigi. Ich gebe es zu, ich bin ja, glaube ich, eher auf der Luigi-Seite. Für alle Fans gab es am Mario-Tag aber noch eine Verkündung. Lego und Nintendo arbeiten zusammen und bringen Lego-Spielzeug im klassischen Look der Games raus, inklusive kleiner elektronischer Gadgets für die passende Sounduntermalung, mit der ihr damit Lego-Level bauen könnt, durch die ihr dann durchmanövriert wird. Ob das Langzeitspielwert hat, das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine süße Idee, die ganz sicher ihre Fans finden wird. Und dann war da ja auch noch Activision, die den Battle Royale-Trend weiter ausnutzen wollen und mit Call of Duty Warzone das erste Free-to-Play-Game der Reihe rausbrachten, was vermutlich ein kluger Move ist, nachdem das letzte reguläre COD ja etwas enttäuschte, und unterm Strich scheint Free-to-Play mit seinen ganzen subtilen Anreizen, Geld auszugeben, dann doch mehr Kohle einzubringen. Die ersten Kritiken loben das Spiel für souveräne Umsetzung und interessante Ideen wie das kreative Konzept wie das Sterben mit Limbo, während erste Spieler sich über technische Fehler, Bugs, Lags, Login-Probleme und Freezes und ähnliches beschweren, was aber hoffentlich nur die üblichen Startprobleme sind. Und ansonsten lohnt es sich auch immer mal wieder in Dreams für die PlayStation reinzugucken, denn jedes Mal gibt es in dem Gamebaukasten neue Spiele zu entdecken, und neben den eigenen Versionen bekannter Spiele, die Leute gebaut haben, gibt es auch ganz aktuelle Themen als Spiel, wie zum Beispiel Hamsterkäufe, die ihr ganz virtuell erleben könnt, um mit dem Einkaufswagen durch den Supermarkt zu rasen und dabei auf den Quatsch in der Realität zu verzichten. Und es ist total realistisch, denn Klopapier gibt's da auch nicht. Viel Spaß. Hier sind sie jetzt, unsere Starts. Der Scherz, vergesst es, bleibt zu Hause, wascht euch und streamt was Schönes. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was unterhaltungsmäßig jetzt weiter passiert, wir informieren euch auf Twitter und Instagram, also folgt uns da gerne, und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Abo hier ist auch echt nice, inklusive der Glocke. Und da wir alle derzeit mehr streamen werden, haben wir ja schon am Freitag ein paar Tipps rausgehauen. Da Netflix ja seit kurzem fast alle Ghibli-Filme im Angebot hat, verraten wir euch, was ihr darüber wissen müsst und welche sich zu gucken lohnen. Also schaut mal rein in das Video vom Freitag. Wir bringen euch auch weiterhin jede Woche News, und wenn ihr das mögt und uns supporten wollt, ihr wisst, teilen hilft uns. Also gerade diese Folge wäre es ja mal wert, dass viele wissen, was sie so für die Entertainment-Zukunft erwartet. Teilt uns, wo immer ihr gerade auf Social Media unterwegs seid, auf Twitter, WhatsApp, Telegram oder wo auch immer. Und ja, auch wir gucken gerade ungewiss in die Zukunft, wie viele Selbstständige, also freuen wir uns über jeden Support per PayPal oder auf Patreon. Wie immer danke an die Patreons, die uns schon monatlich unterstützen. Wir können das gerade echt sehr gut gebrauchen und wären froh, wenn wir noch mehr von euch dazu gewinnen könnten, Flips regelmäßig zu supporten. Danke auch an alle, die das schon machen. Die Guardians, Junior Guardians, Time Lords, Patroni und Padawans. Und wenn du auch dazu gehören möchtest, dann klick dich doch jetzt auf Patreon. Wir freuen uns auf euch nächste Woche wieder, dann wahrscheinlich auch wieder im Stream mit euren Fragen. Bis dahin, seid vorsichtig, bleibt besonnen, habt Spaß und genießt gute Streams und Games und vor allem bleibt gesund. Bis nächste Woche. Läuft.